Es ist Februar und wir haben Frühlingswetter in Deutschland. Letzte Woche hatten wir noch nachts minus 17 Grad, deswegen liegen hier auch noch vereinzelt Schneehaufen rum. Nun haben wir plus 17 Grad und die Sonne scheint. Also verrücktes Wetter. Ich nutze das schöne Wetter für eine kurze Fahrt durch das wunderbare Münsterland. Es geht von Münster aus nach Warendorf. Das sind ungefähr 25 Kilometer und es dauert auch ungefähr 25 Minuten. Und während der Fahrt filme ich hier durch die Windschutzscheibe und plaudere dabei ein bisschen über dies und das, über unsere Erfahrung mit unserem ersten Elektroauto, einem Kia e-Niro, Modelljahr 2020, den wir seit einem knapp halben Jahr als unser Familienauto fahren. Wenn euch das neugierig macht, kommt gerne mit auf diese kurze Spritztour. Jetzt geht es los auf die Fahrt nach Warendorf. Man sieht hier auch den ersten Schneehaufen noch. Wie gesagt, draußen plus 17 Grad. Und man hört, glaube ich, jetzt auch ganz gut den künstlich erzeugten Klang vom e-Niro. Noch ist er an, weil ich recht langsam fahre. Je schneller ich werde, desto weniger dominant wird er. Wenn ich jetzt langsamer werde an der Ampel, wird er wieder lauter. Hört sich ein bisschen an wie ein Raumschiff, finde ich. Und man kann hier noch abschalten. Kann ich mal eben machen. So, jetzt ist Stille. Jetzt ist er wieder da. Ist ja eine gute Sache, dass man Elektroautos auch hören kann, dass man, wenn sie mit langsamer Geschwindigkeit an einen ranfahren. Ich finde es schon ganz gut, dass das Pflicht geworden ist. Pflichtausstattung bei allen Elektroautos. Vielleicht kann man noch ein bisschen was machen am Klang in der Zukunft, dass die sich etwas schöner anhören. Wie gesagt, es hat für mich ein bisschen einen Klang, den Klang von einem Raumschiff. VESS heißt es übrigens hier beim e-Niro. VESS steht, glaube ich, für Virtual Electric Sound System. Jetzt halten wir es nochmal sehr deutlich. Ich vermute, es kommt auch übers Mikrofon rüber. So, wir starten hier gerade im Gewerbegebiet Loddenheide von Münster und ich fahre jetzt erstmal ein kleines Stück auf die Umgehungsstraße, bevor es dann rausgeht Richtung Warendorf. Auch hier liegt nochmal ein kleiner Schneehaufen. Wir hatten hier wirklich sehr viel Schnee in der letzten Woche, vor 1-2 Wochen. Wir haben den Schnee kaum wegbekommen. Münster ist wirklich ein klein wenig untergegangen im Schnee. Sehr selten hier. Das Positive war, wir konnten mal ein klein bisschen testen, wie der e-Niro denn so im Schnee fährt. Und ich muss sagen, das war sehr positiv. Also im Vergleich zu Autos, die wir früher hatten, lag der sehr gut im Schnee und ließ sich gut fahren. Ich habe keinmal bemerkt, dass die Reifen durchgedreht wären. Er hat ja nur Vorderradantrieb, keinen Allradantrieb, aber das hat man überhaupt nicht gemerkt. Also es war wirklich kein Problem. Das hatte ich mir viel schlimmer vorgestellt. Und das kenne ich auch von anderen Autos schlimmer. Der Vorteil ist, glaube ich, einfach eben, dass er schwer ist. Durch die Batterie im Unterboden liegt er dann gut auf der Straße, auch bei Schnee. Wir sind allerdings auch nicht so viel gefahren, denn letztendlich ist es ja doch gefährlich und wir sind, soweit es ging, zu Hause geblieben. So, wie gesagt, jetzt fahre ich hier auf die Umgehungsstraße und dann kann ich auch direkt die ersten Funktionen ausprobieren. Zum einen gibt es ja auch den Totwinkelassistent. Also er hat mich jetzt gewarnt, als ich links geblinkt habe, dort aber ein Auto neben mir war, dass ich besser nicht nach links rüberfahre. Es war nicht so dramatisch, deswegen ist kein Ton erklungen, aber normalerweise hat er da auch ein Warnsignal, sogar wenn man tatsächlich blinkt, um nach links auszuscheren, und dort kommt aber gerade ein Auto oder dort steht ein Auto. Wir fahren jetzt hier schon wieder runter von der Umgehungsstraße und dann geht es auf die Wolbecker Straße raus Richtung Warendorf.
Ja, ein weiterer Assistenten, den ich jetzt gleich viel nutzen werde, ist der adaptive Tempomat. Den haben natürlich nicht nur Elektroautos, das ist klar, aber ich finde, dass der wirklich sehr gut funktioniert beim e-Niro. Und dann auch noch den Spurhalteassistent. Beim Spurhalteassistent finde ich, dass der auf der Autobahn sehr, sehr gut funktioniert. Auf der Landstraße, naja, das werde ich gleich mal demonstrieren. Da habe ich manchmal so meine Schwierigkeiten mit ihm. Noch habe ich die Assistenten nicht angehabt. Hier muss ich anhalten. Es kommt aber kein Auto, also kann ich fahren. Hier wird gerade noch groß umgebaut. So, jetzt schalte ich mal gleich den adaptiven Tempomaten ein. Und dann werden wir diesem Auto vor uns einfach folgen. So, jetzt habe ich den adaptiven Tempomaten auf gut 50 gestellt. Wir sind ja noch in der Stadt. Und hier sind nur 50 km/h erlaubt. Und jetzt folgen wir dem Renault Twingo vor uns. Man kann den Abstand hier einstellen, der eingehalten werden soll, in 4 verschiedenen Stufen. Ich habe jetzt hier Stufe 2 gewählt. Und jetzt fährt der Golf vor mir etwas schneller, als ich eingestellt habe beim Tempomaten. Also ich habe den Tempomaten jetzt hier 54 gestellt und der Golf fährt ja ungefähr auch 54, genau. Zumindest nach Tacho. Die reale Geschwindigkeit kann ja noch mal ein bisschen anders liegen. Jetzt geht es gefühlt hoch, es ist aber immer noch Tempo 50 hier. Von daher verändere ich noch nichts am Tempomat. Auch wenn die Autos vor mir deutlich schneller fahren gerade. Ja, wir kommen jetzt raus aus der Stadt. Da vorne wird das Tempo auf 70 hochgehen. Ich stelle den Tempomaten schon mal langsam hoch. Dann kann ich besser demonstrieren, wie schön der Niro dem Fahrzeug vor uns hinterherfährt und wie gut er auch abbremst. Jetzt ist auch der Spurhalteassistent aktiv. Das heißt, in dem Moment jetzt hier fährt das Auto so gut wie automatisch. So, jetzt kommt eine interessante Situation. Die Fahrzeuge vor uns bremsen und ich finde immer, der e-Niro bremst ein bisschen spät. Da kriege ich manchmal ein klein wenig Panik, weil er doch relativ dicht dann auffährt auf den Vordermann, bis er anfängt, die Geschwindigkeit deutlich zu drosseln. Da würde ich normalerweise, wenn ich Gaspedal und Bremse betätige, früher bremsen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich versuche dem Fahrzeug da zu vertrauen, ich glaube, das kann man auch, aber ab und zu kriege ich dann doch Panik und trete auf die Bremse, was dann natürlich für die Rekuperation nicht so optimal ist. Jetzt fahren wir wieder vollautomatisch. Ich habe zwar natürlich eine Hand noch am Lenkrad. Jetzt seht ihr, hat der e-Niro komplett automatisch abgebremst. Ich habe hier also nichts gemacht. Ich habe meinen Fuß weder auf dem Gaspedal noch auf der Bremse aktuell, sondern ich fahre einfach nur dem Golf Plus vor uns hinterher. Ich finde, an dieser Stelle sieht man auch was Typisches. Der e-Niro beschleunigt recht langsam, wenn das Fahrzeug vor uns beschleunigt, mit diesem adaptiven Tempomaten. Das könnte aus meiner Sicht etwas zügiger gehen. Ich habe mittlerweile gelernt, dass man da nachhelfen kann. Also das heißt, wenn einem das zu langsam ist, dann kann man einfach mit etwas Gaspedal oder Strompedal besser gesagt nachhelfen und den adaptiven Tempomaten trotzdem anlassen. Also ich lasse den adaptiven Tempomat unverändert auf der Geschwindigkeit, auf der ich ihn eingestellt habe, und helfe nur ein bisschen mit dem Strompedal nach beim Beschleunigen, wenn es mir zu langsam geht. Jetzt kommen wir wieder so in eine Situation. Wie gesagt, nach wie vor fährt das Fahrzeug hier vollautomatisch. Die Ampel ist rot, der Golf bremst und ich finde, jetzt bremst der e-Niro spät. Ja, jetzt merkt ihr, geht er deutlich runter mit dem Tempo. Eigentlich schon okay, aber für mich gefühlt manchmal etwas spät. So, und jetzt kommt auch wieder das Hochbeschleunigen. Der Golf Plus fährt los und wir fahren doch ziemlich lahm hinterher.
Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich immer im Eco-Modus fahre. Tatsächlich habe ich nur ganz am Anfang mal ein bisschen rumgespielt mit anderen Modi. Aber ich fahre immer im Eco-Modus, weil zumindest in dem Moment, wo ich selbst Gaspedal und Bremse betätige, ist der Eco-Modus völlig ausreichend. Die Beschleunigung ist trotzdem so viel besser als bei unserem alten Auto, dem Opel Zafira, dass ich da überhaupt nichts vermisse. Ihr merkt sicherlich, dass wir jetzt auf eine richtige Landstraße gekommen sind. Tempo 100 ist erlaubt. Ich habe den Tempomaten hier auf knapp über 100 eingestellt. Und auch jetzt wieder fährt er natürlich vollautomatisch. Nach wie vor bin ich weder auf dem Bremspedal noch auf dem Gaspedal. Allerdings betätige ich das Lenkrad die ganze Zeit. So, das werde ich jetzt mal lassen. Ich nehme jetzt mal die Hand vom Lenkrad und dann zeige ich euch, welche Probleme ich habe mit dem Spurhalteassistenten. Denn ich finde, für so eine Straße hier fährt er jetzt etwas zu weit links. Fährt sehr nah an der gestrichelten Linie links. Jetzt kriege ich die erste Meldung, Lenkrad nicht loslassen. Deswegen gehe ich nochmal ganz kurz ran. Habe jetzt die Hände wieder weggenommen vom Lenkrad. Ich würde hier per Hand weiter rechts fahren. Auf dieser Landstraße. Das ist mir deutlich zu weit links, muss ich ganz ehrlich sagen. Für eine Autobahn ist das völlig in Ordnung. Dann fährt er schön in der Spur. Dann wäre das völlig in Ordnung, wenn das hier eine Autobahnspur wäre. Und wir hätten rechts noch eine, links noch eine vielleicht. Wäre völlig okay. Aber wie gesagt, für die Landstraße ist das gefühlt für mich zu weit links. Jetzt meckert er, weil ich die Hände zu lange nicht am Lenkrad hatte. So, und auch hier jetzt, gerade wenn wir dicht hinter dem Auto vor uns herfahren mit dem adaptiven Tempomaten, finde ich, bremst er sehr schön ab, verlangsamt sehr schön die Geschwindigkeit, weil die Autos vor uns langsam geworden sind. Jetzt habe ich gerade eingegriffen, weil ich etwas Angst hatte bei der roten Ampel. Ich wusste nicht genau, ob der Golf Plus vor uns über die Ampel fahren will oder nicht. Und deswegen habe ich jetzt den adaptiven Tempomaten an der Stelle hier überstimmt und per Hand sozusagen oder per Fuß gebremst. Ja, was gibt es sonst noch so zu erzählen aus dem Leben mit dem e-Niro? Ja, ich wollte noch mal kurz zurückkommen auf den Eco-Modus. Wie gesagt, wir fahren immer im Eco-Modus. Ich habe den Eco-Modus mittlerweile auch angepasst bei uns. Ursprünglich hat der Eco-Modus die Rekuperationsstufe 2 eingestellt. Ich bin jetzt sogar hochgegangen auf Rekuperationsstufe 3. Also das ist standardmäßig jetzt bei uns im Eco-Modus so eingestellt. Wir fahren immer Rekuperation Stufe 3. Das war gewöhnungsbedürftig am Anfang. Mittlerweile ist das aber eben völlig normal und spart hoffentlich ein bisschen Strom. Wenn ihr euch übrigens wundert, warum ich jetzt so dicht doch hinter dem Golf Plus herfahre, auch an der Ampel, ich habe jetzt eben manuell beschleunigt und erst jetzt wieder den Tempomat eingeschaltet. Also jetzt fährt das Auto im Prinzip wieder automatisch, wobei, wenn ich die Hand vom Lenkrad nehme, fährt er mir wieder deutlich zu weit links. Also von daher greife ich wieder ein und fahre etwas weiter rechts, da wo ich mich dann doch wesentlich wohler fühle hier auf dieser Landstraße. Es passiert eben doch mal, dass hier auch Autos überholen, auch aus dem entgegenkommenden Verkehr. Wir sind jetzt hier zwischen Münster und Everswinkel. Und ja, wenn dann Autos entgegenkommen, überholende Autos, dann ist es deutlich besser, man fährt etwas weiter rechts und muss dann nicht spontan reagieren. Ja, nochmal kurz zur Rekuperation, schwieriges Wort. Es gibt ja auch diese Wippen beim e-Niro, wo man manuell die Sache ganz flexibel einstellen kann. Und ich habe am Anfang gedacht, dass ich das viel nutzen würde. Und je nach Situation die Rekuperation hoch oder runter stelle. Hat sich aber so ergeben, dass ich das überhaupt nicht mache. Meine Frau macht das auch nicht. Wir fahren einfach permanent in Stufe 3 und das ist es. Ja, dann ist natürlich bei Elektroautos immer ein wichtiges Thema das Laden. Aber jetzt zeige ich hier gerade noch mal kurz was. Ich bin ja jetzt beim Tempomat, bei Tempo 100. Jetzt ist hier 70, wie ihr seht. Ich nehme jetzt einfach den Tempomaten raus, ich deaktiviere ihn. Und dann sieht man, dass mit Stufe 3
das Fahrzeug schön abbremst. Ich habe jetzt noch keinmal die Bremse getreten und bin trotzdem schon jetzt hier fast zum Stillstand gekommen. Es kommt keiner hinter mir, deswegen kann ich jetzt gerade mal hier so schleichen. Aber jetzt muss ich mich, glaube ich, doch ein wenig näher rantasten an den Golf. Aber ihr habt gesehen, fast nur über Rekuperation bin ich eben fast zum Stehen gekommen. Und den letzten Rest kann ich auch noch über das Handpedal machen am Lenkrad. Sodass selbst hier auf der Landstraße ich komplett ohne zu bremsen zum Stehen kommen könnte und damit wirklich viel Strom zurückführen kann in die Batterie des Fahrzeugs. Jetzt schalte ich den Tempomat wieder ein. Ich aktiviere ihn wieder auf knapp über 100, denn hier ist die 70er-Zone auch vorbei. Also was ich eigentlich zeigen wollte ist, wenn diese 70er-Zonen zwischendurch kommen hier auf der Landstraße, wo man normalerweise 100 fahren darf, dann geht es wirklich sehr gut, dass man einfach nur den Tempomaten kurz deaktiviert, die Rekuperation erledigt den Rest, man fährt mit 70 durch die Zone und am Ende aktiviert man den Tempomat wieder und alles ist super. Ohne auch nur einmal die Bremse gedrückt zu haben, teilweise auch nur ohne einmal das Strompedal gedreht zu haben, geht es dann weiter zurück mit dem Tempomat. Das Laden. Ich wollte eigentlich über das Laden sprechen. Und das ist ja ein wichtiger Punkt bei Elektroautos. Das ist ja auch ein Punkt, wo sich viele Leute, die umsteigen von einem Verbrenner auf ein Elektroauto, so wie wir das eben vor knapp einem halben Jahr gemacht haben, Sorgen machen. Verständlicherweise. Auch ich habe da viel drüber nachgedacht. Wie ist das mit dem Laden? Und dann muss ich jetzt mal sagen, im Alltag, wenn man die Möglichkeit hat, zu Hause zu laden, dann ist das überhaupt kein Problem. Also aber wirklich gar kein Problem. Es ist sowas von easy, wenn man die Möglichkeit hat, zu Hause zu laden. Oder vielleicht auch, das weiß ich nicht, wenn man die Möglichkeit hat, bei der Arbeit zu laden. Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin wegen Corona eine ganze Zeit schon im Homeoffice. Meine Frau fährt mit dem Fahrzeug öfter mal zur Arbeit, hat dort aber keine Möglichkeit zu laden. Deswegen laden wir das Fahrzeug eigentlich nur zu Hause. Liegt aber eben auch an der Corona-Situation, dass wir kaum längere Trips gemacht haben und deswegen das Laden unterwegs bisher für uns noch nur in der Theorie irgendwie bekannt ist. In der Praxis war da bisher nicht viel, bis auf eine Urlaubsfahrt, da habe ich auch ein Video drüber gemacht. So, jetzt geht es hier links ab. Wir sind in Eberswinkel oder bei Eberswinkel. Jetzt deaktiviere ich mal den Tempomat. Bei solchen Abbiegesituationen finde ich sonst nicht so gut. Und jetzt habe ich tatsächlich gerade auch mal kurz die Bremse getreten. Auch hier liegt noch Schnee, wie man sieht. Schöner Schneehaufen. Das Außenthermometer zeigt tatsächlich plus 17 Grad an. Verrückt. Wenn ihr euch übrigens wundert über die Reifengeräusche, ich fahre natürlich mit Winterreifen und da muss ich schon sagen, die Winterreifen sind deutlich lauter als die Sommerreifen. Ich habe diese Winterreifen auch bei Kia gekauft. Die sind schon recht laut. So, wollen wir hier rüber? Nee. Okay. Okay, jetzt geht es auf die Straße, auf die Strecke zwischen Eberswinkel und Warendorf. Hier ist Tempo 80 angesagt. Eine sehr schöne Strecke, wie ich finde, hier, dieser Abschnitt. Auch wenn der Straßenbelag nicht immer der beste ist. Ich merke gerade, dass die Kamera ganz schön wackelt. Und gerade hier kann man auch mit dem adaptiven Tempomaten und dem Spurhalteassistent sehr entspannt fahren. Also es ist nicht viel, was man machen muss beim Fahren. Sehr angenehm. Ja, zurück zum Laden. Also unterwegs nur einmal bisher auf der Fahrt an die Nordsee geladen und da haben wir Ikea genutzt. Ansonsten habe ich manchmal so aus Spaß, nur zum Ausprobieren an Schnellladern geladen oder an irgendwelchen Wechselstrom-Ladesäulen. Aber wie gesagt, das war mehr zum Ausprobieren. Und wirklich gebraucht haben wir es bisher kaum. Ich würde mal behaupten, 95% unseres Stroms, den wir bisher mit diesem Auto verfahren haben, haben wir zu Hause geladen.
Und wenn man die Möglichkeit hat, das Auto zu Hause zu laden, ist es unglaublich einfach. Und ich vermisse die Tankstellen nicht, kann ich ganz eindeutig sagen. Was ich gelernt habe durch andere Videos, ich schaue ja auch gerne mir andere YouTuber an, ist, dass man den eNiro besser nicht deutlich unter 10% runterfahren sollte. Ich weiß nicht genau wann, ob bei 5% oder 8%, aber irgendwann da in dem Bereich kommt ja diese Schildkröte in der Anzeige und die Leistung des eNiro wird gedrosselt. Das habe ich noch nicht erlebt, das möchte ich aber auch nicht erleben, gerade nicht auf der Autobahn. Das heißt, wenn wir jetzt mal längere Touren machen sollten im Sommer hoffentlich, dann werde ich zusehen, dass wir so planen, dass wir doch mit Minimum 10% an der Ladesäule ankommen, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Denn ich kann mir vorstellen, diese Leistungsreduzierung ist nicht so angenehm. Das war mir nicht so klar. Ich dachte, man könnte tatsächlich mit 2-3% an der Ladesäule ankommen, wenn man mutig ist. Sollte man nicht tun. Ja, das habe ich gelernt. Das andere, was ich gelernt habe, um das auch zu vermeiden, ist ein guter Trick, das Auto doch ab und an auf 100% aufzuladen. Das war mir auch lange Zeit nicht bewusst. Ich hatte immer nur diesen Tipp gehört, den Akku im Alltag maximal bis 80% zu laden, und das tun wir auch. Das ist standardmäßig bei uns so eingestellt, der eNiro, dass er bei 80% aufhört zu laden zu Hause. Ist ja völlig in Ordnung, ist auch kein Problem. Aber wenn man ihn ab und zu auf 100% auflädt, kalibriert das die Reichweitenberechnung nochmal neu, und sie wird dadurch präziser. Und deswegen sollte man das so alle 1 bis 2 Monate mal machen. Ja, machen wir daher jetzt auch, damit wir nicht dann doch mal unter 10% landen bei der Restladung des Akkus, ohne dass wir es wollten eigentlich. Nur weil die Anzeige nicht genau war. Dass die Anzeige nicht so genau ist, habe ich ja auch gemerkt auf unserer Urlaubsfahrt, dass die Anzeigen im Auto sind halt doch mehr so eine Einschätzung als jetzt die ganz große Präzision. In englischen Videos hört man ja auch immer wieder den Begriff GOM, Guessometer. Das ist halt doch ein bisschen eine Einschätzung, ein Raten als wirklich präzise Wissenschaft, was das Auto so anzeigt. Ja, englische Videos schaue ich mir gerne an von Mr. EV, Andrew Till. Der hat ja auch eine eNiro und macht Videos darüber. Die finde ich wirklich sehr unterhaltsam. Ist ja auch ein sympathischer Typ. Und ansonsten schaue ich mir auch gerne die Videos von Unterberger Medien an, der ebenfalls mit einem Kia eNiro unterwegs sind. Das sind meine beiden Lieblingskanäle auf YouTube, wenn es darum geht, sich Informationen über den Kia eNiro einzuholen. Ich verstehe übrigens nicht, warum der Kia eNiro sich nicht besser verkauft in Deutschland. Denn er wird ja in Tests hochgelobt. Leute, die ihn fahren, sind sehr zufrieden mit ihm, so wie wir auch. Also ich würde das Auto jederzeit weiterempfehlen. Er hat gute Werte nach wie vor, auch wenn natürlich mittlerweile neue Modelle auf den Markt gekommen sind und der eNiro schon ein bisschen älter ist. Finde ich, kann er immer noch gut mithalten. Das Einzige, was vielleicht nicht so toll ist, ist die Ladegeschwindigkeit an Hochgeschwindigkeitsladern, an Gleichstromladern. Das schafft er eben nicht viel mehr als 75 Kilowatt. Das ist natürlich nicht so prickelnd, aber wie gesagt, wir haben es noch nicht mal gebraucht bisher, weil wir eben noch keine längeren Fahrten gemacht haben. Ich weiß nicht, ob die schleppenden Zulassungszahlen daran liegen, dass es keine Abnehmer gibt für das Fahrzeug, oder ob es an Kia selbst liegt, dass sie nicht mehr nach Deutschland bringen, dass sie Probleme haben nach wie vor mit der Lieferung des Fahrzeugs, denn die Wartezeiten waren ja zwischenzeitlich schon sehr gesalzen. Es ist mir ein Rätsel, und ich sehe tatsächlich sehr, sehr wenig eNiros im Alltag herumfahren. Ich glaube, ich habe bisher nur 2 oder 3 tatsächlich hier in der Umgebung von Münster gesehen. So, wir sind schon fast in Warendorf. Ich wollte noch kurz über den Frank reden. Das ist ja auch ein spannendes Ding beim eNiro, dass er keinen Frank eingebaut hat von Haus aus, aber dass man einen nachrüsten kann. Darüber habe ich ja auch ein Video gemacht.
Guckt euch das gerne an, wie man den Frank einbaut. Ist ganz einfach. Und ich bin sehr zufrieden. Mich haben Zuschauer gefragt in den Kommentaren, ob ich denn zufrieden sei, ob denn Wasser eindringt in den Frank, ob da irgendwas rappelt. Nein, beides nicht. Da rappelt nichts, da dringt keine Flüssigkeit ein. Ich habe ziemlich viele Sachen drin in meinem Frank. Ja, nutze ihn nicht so häufig. Also ich meine, klar, wir nutzen ihn immer, weil wir eben diese Ladekabel und all die Sachen da drin haben. Aber ich muss nicht so oft ran. Und deswegen haben sich auch diese Gasdruckfedern bei uns nicht rentiert und ich habe sie nicht eingebaut, die manch andere dann noch zusätzlich eingebaut haben. Sicherlich ganz praktisch, wenn man öfter ran muss an den Frank. Aber da wir eben nur sehr selten ran müssen, habe ich mich gegen die Gasdruckfedern entschieden für die Motorhaube. So, links geht es in die Innenstadt von Warendorf, aber ich fahre jetzt hier zum Stadtstadion. Das wird die Endstation sein. Noch eben zum Frank. Manche sagen ja, dass der Frank etwas in Kontakt kommt und schabt so ein bisschen an den Hochvoltkabeln. Das Problem habe ich nicht. Es gibt ausreichend Platz zwischen den Hochvoltkabeln und dem Frank. Also, mit dem bin ich sehr zufrieden. Eine kleine Anekdote wollte ich noch kurz erzählen. Ich war neulich in der Waschanlage mit unserem Fahrzeug. Ich hoffe jetzt übrigens, dass die Scheibe nicht zu dreckig war und ihr ganz gut sehen konntet. Ein bisschen was spritzt doch noch an die Scheiben hier vom Winterwetter. Ja, in der Waschanlage. Und das war so eine Waschanlage, wo die Autos weiter transportiert werden und man aussteigt währenddessen und bezahlen geht. Und das Auto sollte man normalerweise in den Leerlauf schalten. Habe ich auch gemacht. Bin rausgegangen aus meinem Auto. Das Problem ist bloß, was ich nicht wusste, der e-Niro schaltet dann den Leerlauf wieder raus und geht in Parkposition. Und dann hing das Auto plötzlich fest in der Waschanlage. Es gab ein bisschen Aufruhr, weil auch der Angestellte der Waschanlage nicht so recht wusste, was man tun soll. Ich wusste nicht, was man tun soll. Und das Auto steckte also fest. Ich habe es nicht hinbekommen, obwohl da noch der Tipp war, nehmen Sie doch den Schlüssel mit raus. Oder lassen den Schlüssel drin liegen, besser gesagt. Und hat aber auch nicht geholfen. Im Endeffekt musste ich dann tatsächlich im Auto sitzen bleiben in der Waschanlage und nachher zum Bezahlen gehen. Ja, da ging mein Blutdruck etwas hoch und mein Puls. Das war nicht so schön und diese Waschanlage meide ich seitdem. Ich habe in der Bedienungsanleitung mal nachgeschaut und nicht so richtig eine Lösung gefunden. Es gibt ja, glaube ich, eine Lösung, aber das klang sehr kompliziert und von daher habe ich mich entschieden, jetzt andere Waschanlagen zu benutzen, wo das Fahrzeug nicht weiter transportiert wird, sondern einfach nur stehen bleibt. So, nun sind wir angekommen in Warendorf. Hier ist das Stadtstadion, in dem die Warendorfer Sportunion ihre Heimspiele austrägt. Im Moment nicht, wegen Corona. Gebraucht haben wir 27 Minuten. Es waren 25,5 Kilometer. Und der Verbrauch auf dieser Fahrt lag jetzt bei, das ist gut, 14,1 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Zeigt sich mal wieder die Sparsamkeit des e-Niro bei niedrigen Geschwindigkeiten. Auf der Autobahn ist ein bisschen eine andere Geschichte, aber auf solchen Landstraßenfahrten ist er wirklich sehr, sehr sparsam und das trotz der Winterreifen jetzt. Ich werde demnächst mal ein Winterverbrauchsvideo zum e-Niro machen, wo ich nochmal etwas mehr auf die Verbräuche eingehe. Aber das jetzt waren tatsächlich nur 14,1 Kilowattstunden pro 100 Kilometer laut der Anzeige hier im Fahrzeug. Das heißt, der Akku beim Start hatte er 79%, wir sind jetzt runter auf 75%. Bleibt noch eine Restreichweite von 305 Kilometern. Das bestärkt nochmal das, was ich vorhin gesagt habe. Im Alltag ist das Elektroauto wirklich sowas von einfach zu hantieren und zu bedienen. Und das Laden und der Stromverbrauch sind überhaupt kein Problem. Das war der kleine Ausflug mit dem e-Niro durchs Münsterland. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr mehr Videos wie dieses sehen wollt und euch interessiert, insbesondere für den Kia e-Niro oder allgemein für den Wechsel von Verbrennern auf Elektroautos. Wir teilen unsere Erfahrungen hier auf diesem Kanal. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal.